Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Lass mich die Nacht überleben. Mein Leben als Journalist und Junkie von Jörg Böckem ist eine eindrucksvolle und tiefgründige Autobiografie, die den Leser in die komplizierte und oft widersprüchliche Welt des Suchterlebens mitnimmt. Der Autor, selbst renommierter Journalist, beschreibt schonungslos offen seinen jahrelangen Kampf mit der Drogensucht, insbesondere mit Heroin. Dabei liefert Böckem nicht nur einen persönlichen Einblick, sondern deckt auch gesellschaftliche und psychologische Aspekte auf, die zur Sucht beitragen oder sie verstärken können. Besonders eindringlich ist die Verbindung zwischen seiner professionellen Karriere und seinem Privatleben, die von außen betrachtet kaum miteinander vereinbar scheinen. In dieser literarischen Selbstentblößung gelingt es Böckem, sowohl die dunklen Momente der Verzweiflung als auch die kleinen persönlichen Siege aufzuzeigen und dabei den Betroffenen eine authentische Stimme zu geben. Das Buch ist eine wichtige Lektüre für jeden, der sich mit den Themen Sucht, Doppelleben und Selbstfindung auseinandersetzen möchte, sei es aus persönlichem Interesse oder beruflichen Gründen. Hochemotional und dennoch analytisch öffnet Jörg Böckem mit diesem Werk die Augen für die oft übersehenen Grauzonen des Alltags, fernab von Stigma und Vorurteilen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Der Einstieg in die Sucht. Ursachen und Mechanismen. Jörg Böckem beschreibt sehr detailliert die ersten Schritte in seine Drogenkarriere. Er beleuchtet die psychologischen und sozialen Beweggründe, die ihn auf diesen Weg geführt haben. Oft sind es nicht nur Neugier oder jugendlicher Leichtsinn, sondern auch emotionale Verletzlichkeit, mangelnde Anerkennung und der Drang nach Zugehörigkeit. Das Buch verdeutlicht, dass Sucht häufig eine komplexe Verkettung von persönlichen Krisen, gesellschaftlichem Druck und fehlenden emotionalen Ressourcen ist. Durch Böckems lebendige Schilderungen erhalten Leser einen klaren Einblick in die Mechanismen, die viele Menschen, oft unbemerkt, in die Sucht treiben. Besonders wichtig ist hierbei das Verständnis für die Normalisierung des Substanzgebrauchs im sozialen Umfeld, was Hemmschwellen abbauen lässt und so den Einstieg erleichtert. Böckem gibt nicht nur Fakten wieder, sondern vermittelt die emotionalen Prozesse, die ihn damals geformt haben und vielen Betroffenen vertraut vorkommen dürften. Zweitens. Doppelleben als Journalist und Junkie. Ein zentraler Aspekt des Buches ist das Doppelleben, das Böckem über Jahre hinweg führte. Nach außen glänzte er als erfolgreicher Journalist, schrieb Artikel für angesehene Medien und war im Kulturbetrieb anerkannt. Doch hinter dieser Fassade verbarg sich seine Sucht, die seinen Alltag bestimmte. Das Buch zeigt eindrucksvoll, mit welch enormem Stress und psychologischer Anspannung ein solches Versteckspiel verbunden ist. Böckem beschreibt, wie sehr der Alltag von Angst, Schuldgefühlen und ständigem Drang nach dem nächsten Kick geprägt war. Er beleuchtet, wie schwierig es ist, in einem leistungsorientierten Umfeld offen mit seiner Abhängigkeit umzugehen und wie sehr der Wunsch nach Normalität und Akzeptanz eine Rolle dabei spielt, die Krankheit im Verborgenen zu halten. Das Doppelleben führt zu einer Entfremdung von sich selbst und den Mitmenschen, ein Gefühl, das in vielen Süchtigen Resonanz findet. Drittens. Der Alltag in der Abhängigkeit. Körperliche und seelische Folgen. Jörg Böckem schildert eindrucksvoll die Alltagsrealität eines Lebens mit Heroin. Er geht auf die körperlichen Leiden und Entzugserscheinungen ein, die jede Phase der Sucht begleiten. Dazu gehören gesundheitliche Probleme, finanzielle Not, der ständige Druck, ausreichend Nachschub zu beschaffen, sowie die Zerrüttung sozialer Beziehungen. Noch gravierender sind die seelischen Folgen. Das ständige Wechselbad der Gefühle zwischen Euphorie, Selbsthass und Hoffnungslosigkeit. Böckem gelingt es, diese Unsicherheiten und inneren Kämpfe plastisch darzustellen. Durch seine Erzählweise wird deutlich, wie allumfassend die Abhängigkeit das Leben dominiert. Pläne, Träume und Routinen werden vollends von der Substanz bestimmt. Leser erfahren aus erster Hand, wie schwer es ist, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, wenn Suchtzentrum und Sehnsucht nach Erlösung das Denken und Handeln bestimmen. Viertens. Weg zur Genesung. Therapie,
Rückschläge und Erfolge. Ein großer Teil des Buches ist Böckems Weg zur Heilung gewidmet. Er beschreibt die Entscheidung, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und die intensiven Erfahrungen in Therapiezentren. Das Buch verschweigt dabei nicht, wie langwierig und von Rückschlägen geprägt die Genesung sein kann. Böckem berichtet von Zweifeln, Scham und der Angst vor dem Scheitern. Zugleich gibt er Hoffnung, kleine Fortschritte, die Unterstützung durch Mitpatienten und Therapeuten sowie die Kraft, sich immer wieder neu für das Leben zu entscheiden. Das Buch zeigt sehr authentisch, dass ein Rückfall nicht das Ende, sondern oft ein Teil des Prozesses ist. Böckems Geschichte motiviert, nicht aufzugeben und Hilfe zuzulassen. Für viele Betroffene und Angehörige ist es eine Ermutigung, aus der Dunkelheit der Sucht heraus einen individuellen Weg zur Genesung zu finden. Schließlich gesellschaftlicher Umgang mit Sucht und Betroffenen. Abschließend tritt Böckem auch als kritischer Beobachter der Gesellschaft auf. Er analysiert, wie tabuisiert und stigmatisiert Suchterkrankungen noch immer sind, selbst in aufgeklärten Kreisen. Das Buch gibt Einblick in die Schwierigkeiten, mit Behörden, Arbeitskollegen und dem sozialen Umfeld offen über Sucht zu sprechen. Vor allem aber thematisiert er die Notwendigkeit eines empathischeren, offenherzigeren Umgangs mit Betroffenen und die Rolle der Medien bei der Informationsvermittlung. Böckem kritisiert eine Gesellschaft, die zwar gerne über Extreme berichtet, aber wenig Verständnis und Unterstützung für die Grauzonen und individuellen Schicksale aufbringt. Seine Reflexionen fordern zum Umdenken und zum Dialog auf. Sie unterstreichen die gesellschaftliche Verantwortung, den Weg aus der Sucht nicht nur zu ermöglichen, sondern gezielt zu begleiten und zu entstigmatisieren. Zusammenfassend: Lass mich die Nacht überleben bietet einen tiefgreifenden und authentischen Einblick in das Leben eines funktionierenden Abhängigen, der tagtäglich mit dem Zwiespalt zwischen öffentlicher Erfolgsgeschichte und privater Katastrophe lebt. Das Buch richtet sich an Menschen, die selber mit Sucht zu kämpfen haben, aber auch an Angehörige, Freunde, Therapeuten und alle Interessierten, die das Unsichtbare hinter der Fassade verstehen möchten. Besonders wertvoll ist Böckems Fähigkeit, die emotionalen und gesellschaftlichen Dimensionen so offen zu benennen. Er vermittelt, dass Sucht kein Makel, sondern eine Krankheit mit vielen Facetten ist, die jeden treffen kann. Wer nach einer ehrlichen Darstellung sucht, abseits von Klischees und Pathos, wird in diesem Buch fündig. Im Unterschied zu anderen Werken ist Böckems Perspektive einzigartig authentisch. Er verbindet die analytische Stärke des Journalisten mit der Verletzlichkeit des Betroffenen. Gerade deshalb sollte man zu diesem Buch greifen. Es bietet Mut, Verständnis und zeigt Wege aus der Stigmatisierung. Wer mehr als nur eine Erfolgsgeschichte lesen möchte, sondern an echter Lebensbewältigung interessiert ist, wird von diesem Buch profitieren und neue Perspektiven gewinnen. Wenn Sie unterstützen möchten, Jörg Böckem, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.